Er hat ein E-Kennzeichen. Es ist ein Ford Kuga in einer Titanium-Ausführung als Plug-in-Hybrid. Ja, und hier ist jemand, der ist mit im Team Elektrifizierung bei Ford so oder so ähnlich. Stell dich mal kurz vor. Ja, hallo, mein Name ist Carsten Klimek. Ich bin 54 Jahre jung und seit 31 Jahren im Autohaus Sorg beschäftigt. Ja, dass das mal so kommt. Ja, ihr habt den Plug-in-Hybrid jetzt dabei. Viele haben ihn ja schon sehr lange. Aber Ford hat nachgezogen und wenn Ford was macht, dann machen sie es richtig, oder? Das ist korrekt. Ja, willkommen in der Zukunft mit Plug-in-Hybrid. Und jetzt im nächsten Jahr haben wir auch dann den Mustang Mach-E voll elektrisch. Ja, hier vorne steht das Fahrzeug. Das E-Kennzeichen muss man nicht haben, man kann es haben. Es ist auch wichtig, dass natürlich auch der Platz langt auf dem Kennzeichen, denn es geht nicht bei jedem. Wenn das Kennzeichen zu lang ist, passt das eh nicht mehr drauf. Aber man hat mit E einige Vorteile, oder? Das ist richtig. Ich darf damit die Busstreifen benutzen. In Fulda. In Fulda, ja. Und bestimmte Parkplätze darf ich benutzen. Genau, bei uns in Saarbrücken geht das nämlich nicht, ist noch nicht freigegeben, aber es gibt in jeder Stadt andere Vorteile, die es gibt. Der Hauptvorteil ist, glaube ich, ich muss, wenn ich das ganz konsequent mache und nicht zu lange Strecken habe, die Tankstelle nur noch ganz selten besuchen. Das ist richtig, weil wir haben ja auch die Möglichkeit, wieder ein bisschen Energie zurückzugewinnen. Das geschieht durch Ausrollen oder durch Bremsen. Ja, vorne haben wir eine Mitarbeiterin von euch, die musst du jetzt mal herhalten. Hallo Nathalie. Hallo. Ja, du bist eine Frau, du bist im Automobilhandel, fühlst dich hier wohl? Ja, ich fühle mich wohl. Du machst das Marketing mit, ja, denn jetzt kommen die Fahrzeuge, die ihr gebraucht habt, 0,5% Versteuerung. Das heißt, als Dienstwagen eine tolle Geschichte. Du hast auch einen Dienstwagen? Leider noch nicht, nein. Noch nicht. Du bist erst seit einem Jahr hier. Genau. Ist das schön, bei Sorg zu arbeiten? Ja, man kann immer mal die Autos testen, ne? Das ist wunderbar. So, wir haben sie mal reingesetzt. Deine Größe? 1,76 Meter. Genau, wir zeigen mal so ein bisschen der Innenraum, zeigen das Auto mal gerade. Der Kuga, auch der hat sich unglaublich gewandelt. Es hat nichts mehr mit dem alten Kuga zu tun, den man so kannte. Alles ist jetzt höher, der Einstieg ist ein bisschen höher. Das ist korrekt. Das Fahrzeug ist nochmal gewachsen. Wir haben hier eine Länge von 4,61 Meter. Wir haben eine Breite mit ausgeklappten Außenspiegel von 2,17 Meter und 1,67 Meter Höhe. 1,67 Meter Höhe. Das ist dann ganz unkritisch, komme ich natürlich ins jedes Parkhaus rein. Sogar wenn ich noch einen Dachgepäckträger drauf hätte, das geht, denn die Reling ist hier, die ist dabei direkt. Das ist korrekt, die Reling ist hier dabei. Es wäre halt nur blöd, wenn ich ein Fahrrad oben drauf habe. Ja, das habe ich schon mal gemacht. Ich bin unterm Baum mal gefahren mit Fahrrad, aber nur einmal. Ja, da gibt es so ein komisches Geräusch. So ist es ja auch innen drin. So der Innenraum, wie würdest du das beschreiben bei Ford? Also das ist doch sehr funktionell, ganz modern. Das ist sehr modern. Ab Titanium haben wir serienmäßig ein 12,3 Zoll Display mit Kristallflüssigkeiten, ein Touchscreen, der ist fest installiert und wir haben sehr viele moderne Sachen wie elektronische Handbremse. Wir haben einen Fahrspurassistent oder auch Tagverlicht sowie Lichtautomatik Standard. Das bedeutet, es geht automatisch an unter einer Brücke. Ich nehme mal an, Regensensor ist kein Thema, oder? Genau, ab Titanium haben wir einen Regensensor, aber auch, wie gesagt, wenn es regnet, geht automatisch das Licht auch an. So, wir gehen mal kurz auf die andere Seite, machen mal auf. Das Besondere an dem Fahrzeug ist, das hier 1,2 Liter. Da gibt es eine Norm, nach der das getestet wird. Das gilt natürlich nur dann, wenn er voll aufgeladen ist. Das ist richtig. Also wir haben hier bei dem Fahrzeug in der Regel rund 50 Kilometer elektrische Reichweite. Und dementsprechend haben wir keinen Schadstoffausstoß im hinteren Bereich. Und so kommen dann die Werte zustande. So, wir halten mal ganz kurz rein. Da ist die Nathalie, sie hat viel Platz. Selbst ganz große Menschen haben bei Ford Platz, denn die Sitze kann man ganz bequem verstellen. Das ist richtig. Serienmäßig sind sie höhenverstellbar. Personen über 1,90 ist kein Thema, haben locker Platz. Automatik wird immer öfter gewünscht. Diesen hier gibt es ja nur mit Automatik. Der Plug-in-Hybrid ist nur mit Automatik verfügbar, das ist korrekt. Leute, die noch keine Automatik gefahren sind, die sagen dann immer, ach, ich traue mich nicht Automatik. Da sind die einmal mitgefahren, da wollen sie nichts mehr anderes. Das ist bei mir auch so passiert. Ich kann es nur empfehlen. Es fallen zwei Dinge weg. Ich muss nicht mehr kurbeln und ich muss nicht mehr schalten. Und wir haben hier eine moderne 8-Gang-Automatik. Mach mal bitte auf, dass wir mal reinschauen können. Titanium. Hier vorne steht es nochmal riesengroß. Da ist noch ein Schutzaufkleber drüber. Denn bei euch bleiben die Schutzaufkleber bei den neuen Autos. Der Kunde soll ja, der das Auto hier kriegt, auch jetzt mal als Vorführer, der soll natürlich das Gefühl haben, ich war der Erste, der es abgezogen hat. Das ist richtig, das dient als Schutz. Ja, Titanium heißt was? Titanium ist schon eine gehobene Ausstattung.
wie Klimaautomatik und elektronische Feststellbremse, eine induktive Ladestation, Lichtsensor, Regensensor, Alufelgen. Das ist alles schon standardisiert bei dem Fahrzeug. Es gibt noch eine Steigerung, der Titanium X. Hier haben wir eine Bang & Olufsen Stereoanlage drin. Wir haben eine elektrische Heckklappe drin. Und auch dann ist serienmäßig auch schon die Rückfahrkamera sowie die getönten Scheiben sind aber auch nochmal zusätzlich beim X. Nathalie, zeig mal gerade einen Schlüssel. Ja. So, man sieht, auch das ist ein Hingucker, der muss auch nicht mehr reingesteckt werden. Der liegt einfach nur an der Mittelkonsole drin. Das ist alles. Da ist ein kleines Lederbändchen dabei. Das kommt von euch, das Lederbändchen, ne? Genau, richtig. Das bekommt man quasi mit dazu. So, da ist das Display. Du selbst, ich nehme an, du hörst ja wenig Radio, hörst viel mehr Spotify oder sowas. Tatsächlich Radio. Echt? Ja. Was ist so dein Lieblingssender hier? Planet Radio. Planet. Ja. Wow, das ist ja so, den habe ich damals gehört, kurz nach dem Krieg habe ich Planet gehört in Frankfurt immer. Ja, und das ist so ein ganz toller Sender, aber DAB Plus ist ja mit drin. Wir haben hier digitalen Radioempfang. Du bekommst Sender wie das Schwarzwaldradio oder Schlagerparadies, aber auch etwas Härteres wie die Rockantenne oder FFH Rock. Genau, das ist so, seitdem die Leute nämlich DAB Plus haben, hören die auf einmal ganz andere Sender, nicht mal so die ursprünglichen, die hört man dann auch, aber es hat sich viel verändert. Großes Display mit drin? Ja, das ist standardisiert. So, in der Mitte habe ich ein digitales, mach mal bitte an, Nathalie. So, und dann bootet das System, es geht auch sehr schnell. Der hat jetzt 6.800 Kilometer, ihr habt den ja ausgiebig mal Probe gefahren hier. Das ist ein Vorführwagen, der ist eigentlich jeden Tag im Betrieb und außer Haus. Wie ist so die erste Reaktion, elektrisch fahren? Es gibt einiges zu erklären, aber so der 10-Sekunden-Test, der funktioniert. Die Leute setzen sich rein, sie finden die Bedienelemente sofort. Ja, absolut. Es gibt bei einer Probefahrt von vornherein erstmal eine 5-minütige Einweisung, wie was funktioniert. Und bei der Elektrik ist es halt das Schöne, Sie hören nichts. Nichts. So, das werden wir gleich mal zeigen, wie man nichts hört. Ja, vielen Dank erstmal, Nathalie. Steig mal bitte aus, denn auch hier werden wir gerade mal zeigen, sie kann ganz bequem rein und raus. Am besten mal Probefahrt mal vereinbaren. Wenn du mal gerade vorne aufmachst, die Kofferraumhaube bitte, die Motorhaube bitte. Das war mal zweimal ziehen, hat er gesagt. Denn auch hier gibt es Besonderheiten. Nathalie, du kommst aus dem Marketing, du findest das. Soll der Carsten mal kurz helfen? Ah, sie hat es geschafft. Denn es ist so ein Witz, wenn wir Videos machen, lasse ich immer vorher die Motorhaube öffnen. Denn es ist bei fast jedem Auto anders. Das ist richtig. Manchmal ist der Öffner in der Mitte, manchmal ist er seitlich, manche haben Stoßdämpfer, manche haben eine Stange. Von Produkt zu Produkt ist das verschieden. So, hier sieht man alles, was orange ist. Bitte nicht mit der Heckenschere rein. Das wäre eine Idee. So, ihr habt eine spezielle Zulassung in der Werkstatt. Das heißt, ja. Elektromobilität bedeutet auch, die Serviceintervalle steigen von der Laufzeit her. Ich muss nicht mehr so oft in die Werkstatt. Ja, das ist richtig. Generell ist bei unseren Produkten ein längeres Intervall gegeben. Wir haben in der Regel 2 Jahre oder alle 30.000 Kilometer dann eine Inspektion. Wenn ein Dieselfahrzeug dabei ist, dann ist jährlich noch ein Ölwechsel. 4-Zylinder, 3-Zylinder, das spielt heute keine Rolle mehr. Das heißt, man merkt es eigentlich fast gar nicht mehr. 3 oder 4? Ja, das ist richtig. Unser EcoBoost-Motor ist in erster Linie ein 3-Zylinder. Aber hier haben wir in dem Fall jetzt beim Elektrik einen 4-Zylinder. 4-Zylinder mit drin. Ja, Laufruhe ist natürlich auch ganz toll. Das heißt, man kann wirklich, wenn ich den an der Haushaltssteckdose lade, den kriege ich über Nacht voll. Ich brauche gar keine Ladestation, weil die Batterie hat ja 60 Kilometer. Für die meisten langt das. Das ist richtig. Jetzt in meinem Fall ist es so, dass ich 10 Kilometer bis zur Arbeit habe. Das heißt, ich fahre einen Tag komplett elektronisch und am nächsten Morgen stöpsel ich das Fahrzeug wieder an. Und ich kann es zu Hause laden, dann ist es halt eine Ladezeit von ca. 7 Stunden, weil dann ganz normaler Strom läuft. Haben wir hier eine schnelle Ladestation, dann sind es rund 2,5 bis 3 Stunden ist der Wagen gefüllt. Wenn er leer wäre, aber die meisten, da ist er gar nicht leer, wenn er nach Hause kommt. Vielleicht haben die nur 30 Kilometer gefahren, dann geht es noch schneller. Dann geht es natürlich dementsprechend schneller. Er rekuperiert, das heißt, die Bremsenergie wird umgewandelt in Strom, der dann wiederum in die Akkus fließt. Das ist richtig, beim Bremsen und beim Ausrollen. Toll. Ja, das Licht, LED? Selbstverständlich LED sein muss, am besten noch die adaptiven LED-Scheinwerfer. Das heißt, das Fahrzeug erkennt, ob dir ein Fahrzeug entgegenkommt und blendet entsprechend nur die linke Seite runter, die rechte Seite bleibt mit Fernlicht. Oder fahre ich hinter einem Auto hinterher, dann leuchtet er um das Fahrzeug herum aus, aber nicht das Fahrzeug vor mir wird geblendet. Ist das wirklich noch Ford, was ich hier sehe? Das ist ja alles Hightech. Nein, das ist die Zukunft. Boah, das klingt ja fast wie ein Werbefilm, den wir machen, aber er sagt, Farbe schwarz. Nathalie, ist das deine Farbe? Ja, schick. Kann man auf jeden Fall nichts gegen einwenden. So, der Mazda 2, welche Farbe hat der?
Grün. Es ist so. Ich sag mal so, die Geschmäcker, die ändern sich natürlich. Ihr habt ganz viele Wechsler. Das heißt, Leute, die bei einer anderen Marke waren, auf einmal Ford neu entdecken. Das erlebst du jeden Tag. Das ist richtig. Bedingt durch unser Produktfolio haben wir sehr viele Produkte, die die Kunden halt ansprechen. Ja? Und das ist vom Kleinwagen über dem SUV bis hin zum Pickup. Es ist alles da. Ja, was interessant ist, es gibt ja viele Marken, wo man sagt, naja, da fühle ich mich nicht so richtig aufgehoben. So beim Thema Service habe ich Wartezeiten ohne Ende. Wie läuft das, wenn ich jetzt einen Kuga habe? Ich mache jetzt mal einen Servicetermin bei euch. Ich rufe einfach an oder werde ich von euch schon angesprochen? Habt ihr mittlerweile die Möglichkeit zu sehen, wie mein Servicestand ist vom Auto? Ist das schon vernetzt? Selbstverständlich. Wir haben bei Ford eine App, ja, Ford Pass. Da kann ich mein Fahrzeug anlegen. Da habe ich komplett nochmal die Bedienungsanleitung. Ich kann sehen, wo mein Fahrzeug ist. Ich kann meinen Reifendruck abrufen. Ich kann meine Reichweite sehen vom Sprit. Und das alles mache ich von zu Hause aus. Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, wenn Sie sagen, ich möchte gerne eine Inspektion, das können Sie natürlich locker online bei uns. Das geht? Natürlich. Das heißt, man kann das machen. Auch hier, was geschieht, wenn ich das Auto wirklich brauche? Das ist jetzt mal kurz zur Inspektion. Auch wenn sie nur 4-5 Stunden dauert, habe ich die Möglichkeit, vorher einen Leihwagen zu buchen? Selbstverständlich haben wir die Möglichkeit. Wir haben eine eigene Leihwagenabteilung, aber unsere Kunden bekommen auch einen Taxigutschein für den Weg nach Hause. Okay, das ist meist sogar die billigere Art zu fahren. Das heißt, mit dem Taxi mal kurz hin, die lokale Wirtschaft freut sich. Mach mal bitte hinten auf. Gerne. Nathalie, du darfst dich mal kurz reinsetzen. Mit dem Gesäß bitte mal zuerst. Wir nehmen mal ganz kurz die Abdeckung raus, denn das hier ist ein tolles Auto, ganz versatil. Hier ist das Ladekabel mit drin. Ich kann sowohl 230 Volt als auch Schnellladen. Jawohl, das ist jetzt der Stecker für die Schnellladestation. Genau, man sieht nämlich hier die Ladekante. Das geht, wenn du dich mal ganz kurz reinsetzt. Einfach mal so, genau, dass man es einfach mal sieht. Das Thema hoher Einstieg bedeutet aber auch beim B-Laden hier, ich habe keine Kante mehr. Also die ist wirklich so gut wie weg. Das ist das Schöne bei dem Fahrzeug, beim SUV. Sie haben eine erhöhte Ladekante. Und wenn Sie Getränke holen, dann müssen Sie nicht mehr diesen Absatz hoch und runter die Kiste heben, sondern Sie können es gleich gerade rausziehen. So, hier ist jetzt Zubehör drin, da ist jetzt so eine Schmutzmatte mit drin. Das gibt es alles für den Kuga. Das ist richtig. Es gibt sehr vieles im Zubehörprogramm. Anti-Rutschmatten, Gummimatten. Es gibt nochmal spezielle Schutzleisten für den Stoßfänger hinten. Ist vieles im Angebot. Das heißt, ihr habt das da. Das Preis-Leistungs-Verhältnis, das ist das, was viele Leute sagen. Ich kriege bei Ford unglaublich viel Auto fürs Geld. Kann man das sagen? Das ist richtig. Da kann ich nicht widersprechen. Weil wenn ich so die Angebote von euch sehe, ihr seid ein großer Ford-Händler, ihr macht unglaubliche Stückzahlen, ihr seid deutschlandweit einer der Großen. Das merkt man auch in den Preisangeboten. Viele wundern sich denn, UVP ist eine Sache, aber ihr macht wirklich tolle Angebote. Ja, das ist richtig. Wir kaufen bei Ford natürlich auch einen großen Stile ein. Sprich, also wir haben hier beim Nugget-Bereich eine dreistellige Auftragszahl und dementsprechend bekomme ich auch andere Konditionen bei Ford und bei Westfalia. Und die geben wir einfach an unsere Kunden weiter. Ja, inwieweit habt ihr denn die Möglichkeit als Händler, als großer Händler auch auf die Produkte ein bisschen einzuwirken, dass die Kunden euch berichten, hey, das können wir vielleicht ändern. Habt ihr da die Möglichkeit, in einem Beirat oder sowas zu sein? Ja, das ist richtig. Wir haben die Möglichkeit, diese Ideen weiterzugeben. Wenn ein Kunde sagt, hey, könnt ihr das, dies oder jenes doch ändern, das wäre doch vielleicht besser, dann haben wir bei Ford für jedes Produkt einen Ansprechpartner. Ja. Nathalie, steig mal hinten ein, bitte. Dass wir mal sehen, du spielst jetzt mal das Kind, 1,76 Meter ist sie groß, die Nathalie. Es geht. Genau, ja, es geht. Wenn du die Tür noch ein bisschen aufmachst, müsste gehen. Ja, könnte gehen. Warte mal ein kleines bisschen. Also jetzt erheblich tiefer gelegt. Ja, sie hat es tiefer gelegt, das ist nicht so schlimm. Ich zeig's mal gerade. Es geht rein. Also das Fahrzeug hat 5 Anschnallplätze? Ja, das ist korrekt. Wir haben 5 Anschnallplätze. Wenn du mal kurz mit der Hand mal drüber fährst, dass man sieht, wie viel Platz noch da ist. Auch da ist viel Platz. Der Sitz ist jetzt relativ weit nach hinten. Die Fahrzeuge, das sind echte Familienautos. Absolut. Es ist genügend Platz für 4 Erwachsene vorhanden. Wie gesagt, auch 5 Plätze sind es. Und wir haben natürlich auch eine Möglichkeit, wir können die Rücksitzbank jetzt verschieben. Und dadurch gewinnen wir mehr Volumen im Kofferraum. Genau, wenn du mir das mal kurz zeigst. Da ist die Rücksitzbank. Und du darfst auch gleich mal auf die andere Seite, dann zeigen wir es mal richtig, ja, dass du das mal schauen. Aber es ist schon viel Platz hinten. Ja, auf jeden Fall. Also mit meinen langen Beinen ist das kein Problem.
Das ist oft so, Frauen haben ja lange Beine, also jeder ist ja da ein bisschen anders. Ich kann das jetzt einstellen und man kann die Rücksitzbank verschieben. Hast du das gewusst? Nein, das habe ich nicht gewusst. Siehst du, seit einem Jahr da. Das zeigen wir mal. Zeig mal bitte. Was hast du gemacht? Schlicht einfach wie bei den vorderen Sitzen auch. Man nimmt einfach den Sitz und verschiebt und dadurch gewinnt man mehr Kofferraum. Sag mal, habe ich die Möglichkeit, den ein bisschen nach hinten zu legen dann? Wir haben verschiedene Neigungswinkel bei der Rücksitzlehne hinten. Natürlich toll, wenn ich ein Baby habe, Genau. habe einen Kindersitz, kann es ein bisschen anlegen, dann kann es besser schlafen. Und wenn ich noch ein Panoramadach dabei habe, dann hat es noch schöne Sicht nach oben. Das heißt, auch wenn es jetzt so liegt, ich darf mich anschnallen und darf es auch so betreiben in dieser, ich sag mal, Komfortposition. Selbstverständlich. Okay, das geht. Ja, Nathalie, wenn dich mal kurz reinsetzt. Genau, machen das mal gerade nach hinten ein bisschen. Denn jetzt haben wir eine Besonderheit, das Ganze offen. Du liegst jetzt so ein bisschen nach hinten. Das heißt, es ist jetzt etwas bequemer für etwas längere Fahrten nach Südfrankreich zum Beispiel, wo du gerne Urlaub machst. Das hatten wir gestern im Nugget-Video mit drin. Auch die Beinfreiheit im Moment, die ist wirklich groß. Und jetzt noch einmal den Kopf bitte. Ja, Auch da geht. oben auch. Richtig viel Platz. Ja. So, der Carsten ist auch noch da. Ja, Das mit der verschiebbaren Rücksitzbank ist schon toll, oder? ja, das ist eine schöne Lösung. Ich habe noch eine zweite Alternative. Wenn wir mal in den Baumarkt fahren und wir haben vielleicht eine längere Holzlatte gekauft, dann können wir von hier seitlich mit einem Handgriff die Rückbank umlegen. So eine Fernbedienung. Genau. So, wahrscheinlich, wenn du nochmal ziehst, gehst du wieder zurück. Nein, das ist manuell dann. Das ist manuell. Okay, klasse. Also rundum ein tolles Auto. Preis ungefähr von dem? Was wird da ungefähr liegen? Also wir bieten dem momentan an. Ich kann es zeigen. Ich habe sogar die Preisauszeichnung dabei. Ja, die liegt nämlich drin. Denn das ist ja oft so eine Frage, habe ich das Geld direkt auf einmal oder wie wird das meistens gehandhabt? Die Leute finanzieren, leasen? Ja. Das ist unterschiedlich, je nachdem. Das Gewerbe liest überwiegend, privat finanziert gerne. Wir haben einen effektiven Zins von 0,0%. Wir bieten den Wagen hier an für 34.556 €. Neupreis liegt bei über 45. Ist die Förderung da schon runter? Nein, die Förderung ist separat. Okay, das heißt, der Kunde kriegt die zurück. Er bekommt 4.500 € vom Staat subventioniert und dann gibt es noch den Ford-Händler-Anteil. Beim Gebrauchtwagen, wenn es schon ein Gebrauchtwagen ist, dann gibt es 3.750 €. Okay, das heißt, von dem Preis kann ich quasi die Förderung vom Staat und den Vorteil nochmal abziehen? Nein, der da schon vom berücksichtigt? Listenpreis. Nein, vom Listenpreis müssen wir sagen. Vom Listenpreis? Genau. Okay, Wir kommen dann auf 6.250 €. ungefähr, ja. 6.750. 6.750. 6.750, Entschuldigung. Ja, hier steht er. Lieferfähigkeit. Ist sie lieferbar? Jetzt habe ich dich. Selbstverständlich ist das Fahrzeug lieferbar. Die Frage ist nur, wann kommt er? Es ist momentan eine Aktion da. Wir haben von unserem Zulieferer eine Batterie bekommen, die nicht einwandfrei funktioniert. Das ist aber alles schon behoben und die Fahrzeuge werden wieder ganz normal produziert. Okay, das heißt ungefähr 3 Monate? Ja, 4 Monate aufgrund der hohen Nachfrage. Okay, es gab keine Zwischenfälle. Man hat es mal kurz gehört, es gibt ein Problem mit der Batterie. Aber ich sag mal so, ihr seid sehr vorsichtig. Wenn sowas kommt, lieber alles mal zurückgerufen, alles nochmal nachgeguckt. Sicherheit geht vor. Es war ein ganz, ganz geringer Anteil von 7 Fahrzeugen bei 30.000 ausgelieferten Ford Kugas. Trotzdem hat Ford gesagt, stopp, wir gehen der Sache nach. Und das war ja nun auch begründet. Ja, sehr schön. Ja, wir haben das Auto ja mal gezeigt. Es gewinnt unglaublich viele Fans. Viele kennen es noch gar nicht. Es gibt die und die. Es gibt auch Leute, die lieben ihr Auto. Also ich sag mal, die halten das. Irgendwann gibt es natürlich Grenzen, die dann kommen werden, die sagen, hey, es wird so teuer von der Steuer, der Versicherung, von allem drum und dran. Man muss sich dann leider trennen. Das habt ihr also öfter, dass Leute wirklich die Autos teilweise 12 Jahre gefahren haben und dann sagen, naja, der verbraucht 8 Liter, mittlerweile sind wir bei 4. Also es gibt viele Gründe, sich zu trennen. Ja, das ist richtig. Ich hatte heute Morgen wieder eine Kundin. Das Fahrzeug war 12 Jahre alt und hatte dementsprechend keine guten Abgasnormen. Dementsprechend war die Steuer hoch. Der Spritverbrauch ist wesentlich höher. Dementsprechend muss sie mehr tanken. Und dann ist noch der Faktor Sicherheit. Ja, wenn ich hier so ein Fahrzeug kaufe, hier ist eine Batterie drin. Wie lange habe ich denn da Gewährleistung auf die Batterie? 8 Jahre von Ford. 8 Jahre. Oder 160.000 Kilometer. Und das Auto selber? Das Auto hat generell 2 Jahre plus 3 weitere serienmäßig von Ford bei Privat. Okay, wenn ich Privatkunde bin, habe ich 5 Jahre Werksgarantie. 5 Jahre volle Werksgarantie bis 50.000 Kilometer. Ich kann das sogar erweitern auf 7 Jahre bis über 100.000. Kann ich übertragen, wenn ich das Auto verkaufe, an den nächsten Kunden, an den nächsten Käufer? Die Garantie ist immer beim Fahrzeug. Das heißt also, es ist aufgrund der Fahrgestellnummer die Garantie gegeben und ich habe damit eigentlich auch ein Verkaufsargument. Nathalie, komm mal mit. Schwarz, gefällt dir? Ja, schwarz. Und weiß? Weiß ist auch super.
Warum immer schwarz und weiß? Die Mädels, die lieben immer grau, schwarz und so weiter. Hier steht er, 30.495. Das ist auch ein Plug-in-Hybrid? Nein, das ist ein ST-Line mit 150 PS, ein EcoBoost-Motor. EcoBoost-Motor. Auch hier zeigen wir es mal ganz kurz. Der hat jetzt kleine Rentiere dran. Ist das nur optisch oder ist das ein besonderes Angebot? Nein, das ist unsere Winterkollektion. Die Winterkollektion. Der kommt ja mit den... Es fehlt noch die rote Nase, die liegt, glaube ich, drin. Und das ist halt mal so ein kleines Späßchen, was wir uns erlauben. 30.495, der ist schon relativ voll, oder? Der ST-Line ist vom Werk aus eine sehr hochwertige Ausstattung. Sie haben optisch alles in Wagenfarbe lackiert, sprich auch die Schweller und vorne die Stoßfänger sowie die Radläufe. Der ST-Line hat einen speziellen Wabengrill, der ist dunkel gehalten und auch dunkle Scheinwerfer sowie dunkel abgesetzte Nebelscheinwerfer. Der ST-Line hat von vornherein die wunderschönen 18 Zoll Alufelgen im Rock-Design und die Grundausstattung über Navigation, Parksensoren, beheizte Frontscheibe, Lenkrad, Sitze, das ist alles schon gegeben. Mein Gott, da ist ja alles drin. Zielgruppe hier für die Autos? Alle? Ja, von bis zu. Junge Familien oder auch Senioren. Das Auto spricht jeden an. Das ist so, ja. Die Länge? Die Länge ist 4,61 Meter. Schön ist, kann ich egal was fragen. Länge, Höhe, Breite. 4,61 Meter, das ist immer noch kompakt. Aber ich sag mal, für einen Ford 4,61 Meter, das erinnert mich an die ganz großen Fahrzeuge aus den 70ern, die so 5 Meter lang waren. Aber das lässt sich gut handeln? Das Auto lässt sich einmal dran handeln. Also das ist ein wunderschönes SUV. Und die Probefahrt ist unser bestes Argument. Da hat der Kunde die Überzeugung. Ja, kleiner Einblick heute. Plug-in-Hybrid, aber auch die Benziner gehen nach wie vor noch. Das Thema Dienstwagenversteuerung, ich glaube, das ist oft für die Entscheidung wichtig, ob ich jetzt einen Plug-in-Hybrid nehme oder nicht. Leute haben gefragt, wann kommen die endlich? Denn ich sag mal, jemand, der einen Dienstwagen fährt, das haut richtig ins Geld auch rein, je nachdem, welche Steuerklasse er hat. Ja, das ist richtig. Wenn ich einen Ford Edge fahre, eine ST-Line, der hat eine Versteuerung von über 600 €. Habe ich jetzt wie hier vorne den Kuga, dann habe ich eine Versteuerung von 250 €. Ihr seid alle recht jung jetzt, ja. Jetzt ist ja so der, ich sag mal so, der Carsten, der ist ja hier so Vollcrack mit allem drum und dran. Ich denke, es macht auch die Mischung. Das heißt, ihr braucht ja junge Leute im Nachwuchs. Das ist richtig, die Mischung macht's. Es ist einmal auf der einen Seite die jungen, frischen Gesichter und dann halt natürlich auch die Erfahrungswerte, die wir haben. Und bezüglich nochmal unserer Geschäftsleitung, da muss man auch dazu sagen, dass die Tür immer offen ist. Ist das auch wirklich so? Das heißt, die ist nie zu für euch? Das ist richtig. Okay, klasse. Ja, vielen Dank. Sorg, ihr habt mehrere Filialen? Ja, wir haben sehr viele Filialen. Wir haben Filialen in Schlüchtern, wir haben in Lauterbach, wir haben in Hünfeld, in Bad Salzungen Filialen und dann gibt es noch verschiedene Partner im Umkreis von Fulda. Okay, das heißt, wenn ich aber die volle Auswahl sehen möchte, oder habt ihr auch Filialen, wo es die gleiche Auswahl gibt wie hier im Stammhaus? Ja, wir sind schon mit der größten Auswahl hier bestückt, denn die wohnlichen Gegebenheiten sind auch bei den Filialen etwas kleiner. Ja, vielen Dank, Nathalie. Sehr gerne. Und ja, vielen Dank, Carsten, stellvertretend für rund 200 Mitarbeiter der Sorg-Gruppe. Und ja, wir drehen am 8. Dezember 2020 und da ist dann nochmal, last but not least, der Kuga mit 24% Rabatt. Da muss mich grundsätzlich mal dran immer gewöhnen. Auch hier, ich sag mal, jetzt habe ich hier einen S-Max, sogar eine Vignale Ausstattung als 5-Sitzer, der 39,550 und der hat einen Listenpreis von 51. Der ist auch hier mit 24%. Ich zeige gerade nochmal die CO2-Werte hier bei dem Auto. Ja, das ist was Besonderes. Das ist vielleicht auch der Grund, warum die Leute aus ganz Deutschland anrufen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Sorg, ein kurzer Sonderbericht. Seit 92 Jahren am Markt aus Fulda. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Schönen Dank. Tschüss.